Starbucks gehört zu den wertvollsten Fastfood-Marken der Welt. Sie liegen mit ca. 60 Milliarden Dollar Markenwert zwar hinter McDonald's, aber deutlich vor KFC, Subway und Domino's. Wie ihre Marktposition im Kaffeemarkt aussieht, was uns ihre Kennzahlen verraten, welche Risiken es gibt und wie die Prognose für ihren Markt aussieht, das schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß dabei! Vielen Dank an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Blicken wir zunächst einmal auf Europa. Die größten Kaffeebarbetreiber, rein von der Anzahl der Kaffeebars her, sind Costa Café und McCafé. Mit mehr als 3000 Bars in Europa liegen sie knapp vor Starbucks, die in Europa auf knapp 2900 Bars im Jahr 2020 kommen. Allerdings sehen wir auch, dass die Plätze 4 und 5 mit weniger als 1000 Bars schon sehr weit zurückliegen. Speziell in Deutschland liegt Starbucks im Jahr 2020 mit ca. 150 Kaffeebars auf Platz 4. Segafredo führt hier das Feld deutlich an. Im Service-Ranking in Deutschland liegt Starbucks mit 60,3%, im Service-Score ebenfalls auf Platz 4. Espresso House und die Coffee Shop Company sowie Chibo schneiden hier in Deutschland besser ab. Weltweit hat der Konsum von Kaffee im Jahr 2019 und 2020 etwas nachgelassen. Zuletzt konnte der weltweite Konsum jedoch wieder leicht wachsen. 2013-14 waren es noch 142 Millionen Säcke, 60 Kilogramm, die weltweit verkonsumiert wurden. 2018-19 waren es dann schon mehr als 165 Millionen. Der Kaffeekonsum nimmt also generell zu, was natürlich auch mit einer steigenden Bevölkerungsanzahl, aber auch mit mehr Wohlstand in einigen Regionen der Welt zusammenhängt. Wenn man die EU als Gesamtheit betrachtet, ist sie der wichtigste Absatzmarkt für Kaffee weltweit. Mehr als 41 Millionen Säcke, 60 Kilogramm, wurden hier weltweit 2021-22 verkonsumiert. Dahinter folgen die USA und Brasilien. Deutlich dahinter Japan und die Philippinen. China liegt hier übrigens nur auf Platz 8, hinter Indonesien und Kanada, konnte aber ein gutes Wachstum in den letzten Jahren hinlegen. In Deutschland hat der Pro-Kopf-Konsum von Heißgetränken, Kaffee und Tee in den letzten Jahren rapide zugenommen. Vor allem der Tee hat hier diesen Trend etwas beschleunigt. Starbucks bietet generell aber auch Tee an, sodass dieser Trend hier theoretisch auch mit abgefangen werden könnte, wobei sie sicherlich weniger für Tee bekannt sind. Der Kaffeebarmarkt bzw. der Markt für Kaffeebars in den USA hat 2020 auch wegen Corona deutlich an Volumen verloren. Der Markt schrumpfte von 47,5 Milliarden Dollar auf 36 Milliarden Dollar deutlich. Vermutlich wird sich das aber bereits jetzt wieder drehen, da wieder viele Bars geöffnet haben. In den USA liegt Starbucks als Kaffeebarbetreiber klar vorne mit mehr als 18,5 Milliarden Dollar Umsatz in diesem Segment. Dahinter folgt Dunkin' Donuts und dahinter praktisch keine ernstzunehmende Konkurrenz mehr. Mit mehr als 15.000 Stores liegt Starbucks hier aber auch klar vor Dunkin' Donuts von der Anzahl der Stores her, die nur auf 9.000 kommen. Die Anzahl der Stores bedeutet aber nicht, dass Starbucks hier immer auch der Besitzer ist, beziehungsweise der Besitzer der Immobilie ist. Im Gegensatz zu McDonald's sind die meisten Filialen mit Mietverträgen von ca. 10 Jahren ausgestattet. Ein Punkt, bei dem Starbucks also nicht mit McDonald's mithalten kann. In der Marktposition vergebe ich sehr gute 4,5 von 5 Sterne. Im Kaffeebarmarkt selbst besitzen sie weltweit kaum ernstzunehmende Konkurrenz, wenngleich es lokal, wie beispielsweise in Europa, immer wieder kleinere Konkurrenten gibt, sodass der Markt an und für sich in vielen Regionen lokal hart umkämpft ist. Ihre Markenbekanntheit weltweit ist ein sehr wertvoller Vorteil, auch wenn sie nicht wie McDonald's eben zusätzlich zum Beispiel noch ein Immobilienimperium besitzen. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch immer wieder für gute Laune. Die Zahl der Starbucks-Filialen ist auch während der Pandemie unaufhörlich weiter gestiegen. 33.833 Starbucks-Filialen gab es weltweit im Jahr 2021. 2011 waren es gerade einmal die Hälfte und 2016 gerade einmal 23.000, also knapp 10.000 weniger als heute. Seit Corona-Pandemie-Beginn und auch damit steigenden Homeoffice-Zahlen konzentriert sich Starbucks zunehmend weniger auf die Geschäftsviertel und versucht sich stattdessen immer mehr in den Vororten auszubreiten. Das heißt, sie schließen auch einige Filialen, machen aber zeitgleich an anderen Orten ein wenig weiter entfernt wieder neue Stores auf. Die meisten dieser Filialen befinden sich natürlich in den USA, dabei sind knapp 9.000 davon eigene Filialen von Starbucks, die eben auch von Starbucks selbst betrieben werden, während in etwa 6.500 weitere Filialen sogenannten Lizenznehmern gehören.
hören. In manchen Quellen und in dieser Grafik liest man auch das Wort Franchise-Nehmer. Genau genommen vergibt Starbucks allerdings Lizenzen, was ein kleiner Unterschied ist, den wir hier aber mal ausblenden. In Kanada gibt es weniger als 1000 Filialen und auch einige Lizenznehmer. China hingegen beherbergt mehr als 5000 Starbucks-Filialen, was wirklich schon enorm viel ist dafür, dass Kaffee in China, wie wir im ersten Kapitel gesehen haben, noch gar nicht so beliebt ist. Hier gibt es keine Lizenznehmer oder Franchise-Nehmer. Die gibt es übrigens in Japan auch nicht, während Südkorea und Mexiko beispielsweise ausschließlich Lizenznehmerfilialen oder so etwas wie Franchises von Starbucks beherbergen. Je nach Region und Land überlegt sich Starbucks also eine klare Strategie, ob sie hier selbst Filialen betreiben oder dies dem Lizenznehmer überlassen. Hier sehen wir, dass es 2010 mehr lizenzierte Stores gab als eigene Filialen von Starbucks. Bis 2017 stiegen beide Geschäftszweige stark an. 2018 hingegen übernahm Starbucks beinahe alle lizenzierten Stores selbst in den eigenen Filialen und besitzt seitdem in China ausschließlich eben eigene Filialen und weitet dieses Netz auch kontinuierlich aus. Das behalten wir mal für die Prognose im Hinterkopf. Der Umsatz von Starbucks ist seit 2012 stetig gewachsen. Damals lag man noch bei unter 15 Milliarden Dollar Umsatz, im Jahr 2019 dann bereits bei über 25 Milliarden. 2020 dann Corona-bedingt der Rückgang auf unter 25 Milliarden, wobei es bereits 2021 auf ein neues Rekordhoch ging. Die Prognosen der Analysten sehen ein Wachstum bis 2023 auf über 35 Milliarden Dollar vor, was eben schlappe 10 Milliarden mehr sind als noch 2020. Hier wird also Wachstum erwartet. Wir sehen, dass Corona vor allem im Q3 und Q4 2020 ordentlich ins Kontor geschlagen hat. Allerdings ist der Umsatz hier nicht völlig eingebrochen. Ein Vorteil, wenn man als Unternehmen praktisch weltweit aufgestellt ist und somit zwar insgesamt unter Corona stark litt, aber durch die unterschiedlichen Maßnahmen in unterschiedlichen Regionen weniger hart getroffen wurde im Vergleich zu Anbietern und Konkurrenten, die beispielsweise nur in einem Land unterwegs waren und eben möglicherweise unter härteren Corona-Maßnahmen in einzelnen Ländern litten. Im Endeffekt streut Starbucks natürlich mit seiner weltweiten Präsenz das Risiko etwas breiter. Den meisten Umsatz erzielt Starbucks natürlich mit Getränken. Das Essen spielt dabei gar nicht mal die zweitstärkste Rolle, sondern die Kategorie Sonstiges. Sonstiges beinhaltet unter anderem Lizenzgebühren und Erlöse aus dem Lizenzgeschäft sowie Einnahmen aus getränkebezogenen Zubehör, Becher zum Beispiel, Fertiggetränke und Servicegeschirr. Dazu gehört zum Beispiel auch Kaffee und Tee, den man als Kunde kaufen kann und mit nach Hause nehmen kann. Den meisten Umsatz erzielen sie mit ihren eigenen Filialen. Die Franchise-Filialen oder die Filialen der Lizenznehmer, wie sie beispielsweise in Südkorea oder Mexiko ausschließlich vorkommen, sind also vollkommen unbedeutend, könnte man zumindest meinen. Das stimmt so nicht ganz, denn die Lizenzfilialen oder Franchise-Filialen bieten für Starbucks deutlich attraktivere Gewinnmargen. Zwar sind die Umsätze hier geringer, weil eben der Großteil des Umsatzes beim Lizenznehmer bleibt, bis zu 80-90%, dafür fallen für das Lizenzgeschäft natürlich für Starbucks selbst kaum Kosten an. Für eine starke Marge sind die Lizenznehmer also eigentlich sehr wichtig. Im EBIT, also dem operativen Ergebnis vor dem Abzug von Zinsen und Steuern, sehen wir also, dass Starbucks 2013 einmal kurz nicht profitabel war. Selbst während der Corona-Pandemie 2020 konnte jedoch ein Gewinn erzielt werden. Dieser stieg 2021 auch wieder auf einen Rekord hoch und soll laut den Erwartungen der Analysten auch in den kommenden Jahren weiter wachsen. Wenn wir schauen, was vom Umsatz als operativer Gewinn übrig bleibt, also auf die EBIT-Marge blicken, dann sehen wir, dass Starbucks hier aber eine deutlich schlechtere Marge vorweist als beispielsweise der Marktriese McDonald's. Die Marge von Starbucks liegt seit jeher bei unter 20%, 2020 sogar bei deutlich unter 10%. Sie soll auch in den kommenden Jahren gleich bleiben. Die Rentabilität des Unternehmens wird also in den kommenden Jahren laut den Analysten nicht steigen, während McDonald's weiter wachsen soll auf über 50% Marge. Im Gewinn, also dem tatsächlichen Jahresüberschuss, sieht das Jahr 2021 für Starbucks noch nicht so rekordverdächtig aus. Hier bleiben sie noch hinter dem Jahr 2018 zurück und verloren bereits 2019 etwas an Boden zu ihrem besten Ergebnis. In der Bilanzsumme ist Starbucks kräftig gewachsen in den letzten Jahren, was darauf hindeutet, dass sie stark an Vermögenswerten zugelegt haben. Negativ anzumerken ist, dass die Fremdkapitalquote von Starbucks enorm groß ist. 2018 lag sie bei über 90%. Das Unternehmen schüttet zwar regelmäßig Dividenden aus und das auch nicht schlecht, diese hängen jedoch an einem tendenziell etwas dünneren Faden, da das Unternehmen natürlich sehr stark fremdfinanziert ist und die Forderungen der Fremdkapitalgeber zuerst bedient werden müssen, sodass es im Prinzip jederzeit sein könnte, dass die Dividende zeitweise nicht so üppig ausfallen könnte, was schließlich auch den Kurs belasten würde. Diese Dividendenrendite lag die meiste Zeit bei mehr als 1,5%, zeitweise sogar bei beinahe 2,5%. Allerdings geht die erhöhte Fremdkapitalquote hier auch darauf zurück, dass sie viele Gebäude für ihre Filialen per Leasingvertrag eben mieten, wie ich das eben erwähnt hatte, und hier gab es in der internationalen Rechnungslegung
kürzlich neue Vorschriften, die dazu führen, dass Leasingverträge anders bilanziert werden müssen. Insofern ist der Anstieg der Fremdkapitalquote nicht nur auf reale Veränderungen zurückzuführen, sondern auch auf neue Vorgaben aus der Rechnungslegung. Im Kurs-Gewinn-Verhältnis erlebte die Aktie 2020 einen regelrechten Boom, als das KGV kurzzeitig auf über 100 schoss. Die guten Gewinnzahlen und der Kursrückgang von 125 US-Dollar Aktienwert auf unter 80 Dollar konnten das KGV aber wieder drücken. Aktuell liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 25. Die Zahl der Mitarbeiter von Starbucks liegt bei mehr als 375.000 und ist seit 2010 stetig gewachsen. Auch hier ist der Wachstumskurs des Unternehmens gut erkennbar. Die Ausgaben für Werbung sind dabei kaum gestiegen. Mehr als 200 Millionen Dollar gaben sie 2013 aus. 2021 sind es gerade mal 300 Millionen Dollar, was natürlich in absoluten Zahlen nicht wenig ist, aber die Ausgaben sind hier im Verhältnis nicht so stark gestiegen wie der Umsatz. Für die Kennzahlen vergebe ich gute 3,5 von 5 Sterne. Ja, das Umsatzwachstum ist echt gut, die Erwartungen jedoch auch groß. Die Margen sind allerdings gerade im Vergleich zu McDonald's nicht sonderlich überragend und die Fremdkapitalquote ist auch alles andere als gut. Dafür ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell ganz okay, die Aktie nicht mehr stark überkauft und auch alle anderen Parameter stehen auf Wachstum bei gleichzeitig relativ attraktiver Dividende. Und damit wären wir bei den Risiken von Starbucks. Das erste Risiko liegt aus meiner Sicht in der bereits erwähnten großen Fremdkapitalquote. Diese gibt zum einen wenig Spielraum für frisches Kapital und zum anderen stellt sie die Dividende ein wenig in Frage. Das Unternehmen konnte die Dividende aber auch in Corona-Zeiten aufrechterhalten, was positiv ist. Dennoch schätze ich die Schadenshöhe hier potenziell mit 6 durchschnittlich groß ein und die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich bei 60%, dass es hier zwischenzeitlich mittelfristig zu Konsequenzen kommt, die sich eben dann auch etwas negativ auswirken könnten. Das zweite Risiko liegt aus meiner Sicht im neuen oder im alten CEO. Der alte CEO trat Anfang April etwas überraschend nach 5 Jahren zurück. Der neue und eben gleichzeitig alte CEO, Howard Schultz, der bereits zweimal CEO war, setzte sofort das geplante Aktienrückkaufprogramm aus und will diese finanziellen Mittel nun verstärkt in Baristas und Stores investieren. Klingt logisch. Dennoch fragt man sich natürlich, welche Zerwürfnisse oder unklaren Strategien es hier im Vorfeld gegeben hat, dass sofort dieser Kurswechsel durchgeführt wird. Zuvor hatte Starbucks nämlich im Oktober 2021 noch versprochen, sich zu verpflichten, in den nächsten 3 Jahren 20 Milliarden Dollar für Dividenden und Rückkäufe auszugeben. Also möglicherweise sieht es da jetzt nicht mehr ganz so rosig aus. Darüber hinaus hielt der neue CEO eine Versammlung für die Belegschaft ab und verwies auf die derzeitigen Bemühungen der Starbucks-Mitarbeiter, sich zu organisieren. Schulz, der seit den 80ern dabei ist, betonte die Bedrohung durch Gewerkschaften und fügte hinzu, dass er zwar nicht gegen Gewerkschaften sei, aber alles befürworte, was mit der Unternehmenskultur zu tun habe. Schulz soll den Job übrigens nur übergangsweise übernehmen, bis ein neuer CEO gefunden wird. Die Gefahr oder eben Schäden, die entstehen könnten, dass hier zunächst einiges noch nicht so optimal läuft oder es zu internen Zerwürfnissen kommt oder eben zu einem größeren Change kommt, mit negativen Ausprägungen möglicherweise kurzfristig, schätze ich mit einer Schadenshöhe von 8 ein, wobei ich die Eintrittswahrscheinlichkeit bei 30% sehe. Der neue, alte CEO kennt das Unternehmen, sollte also jetzt erstmal sehr gut wissen, was zu tun ist und natürlich steckt in so einem generellen Wechsel auch die Chance für neues Wachstum und neue Ideen und neue Impulse. Ein wenig Unruhe ist aber auf jeden Fall entstanden, sodass ich das Risiko nicht unterschätzen würde. Da muss man jetzt eben schauen und wenn man Anleger in dieser Aktie ist, sollte man das auch beobachten. Das dritte Risiko liegt aus meiner Sicht in der eher schwachen EBIT-Marge, beziehungsweise generell in den schwachen Margen. Zum einen sind die Konkurrenten um McDonald's, Dunkin' Donuts, Domino's und Co. hier deutlich besser unterwegs. Zum anderen bietet gerade auch ihre massive Expansion, auch in China, zwar großartige Chancen, gleichzeitig eben aber auch finanzielle Risiken, dass die Margen hier eben sogar noch weiter sich verschlechtern könnten. Die Schadenshöhe schätze ich mit 8 recht hoch ein und die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich sogar bei 50%, kurz- und mittelfristig. Darauf gehe ich aber am Ende des Videos in der eigenen Meinung nochmal etwas näher ein. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Risiken 2,5 von 5 Sterne. Natürlich liegen auch hier vor allem im Kurs des neuen CEOs Chancen begraben. Ein Fokus auf Verbesserung der Margen ist aber wahrscheinlich erst eher mit abklingender Expansion realistisch, die sich wiederum selbst wahrscheinlich erstmal negativ auf die Aktie auswirken könnte. Idealerweise können Sie bereits jetzt die richtigen Wege hier bei der Marge einleiten. Der Kundenzufriedenheitsindex von Starbucks, ermittelt von Exi,
sieht im Jahr 2015 den im historischen Verhältnis niedrigsten Kundenzufriedenheitswert von 74 bei Starbucks. Danach konnte das Unternehmen wieder kontinuierlich in der Kundenzufriedenheit zulegen. 2021 war man fast wieder beim Rekordwert von 80 aus den Jahren 2013 und 2011 angelangt. In den USA ist Starbucks demnach sehr stark etabliert, schwankt in der Kundenzufriedenheit nur leicht und eher ein Unternehmen, was tendenziell auch weniger Wachstumschancen hat, weil es eben schon so groß ist. Das Wachstum in China ist, wie wir bereits gesehen haben, enorm. Gleichzeitig ist hier insgesamt die Begeisterung für Kaffee noch verhältnismäßig gering. Hier liegen in einem weiteren Boom natürlich sehr große Potenziale. Man sollte aber die politische Situation in China natürlich auch nicht außer Acht lassen. Weltweit ist die Nachfrage nach Röstkaffee seit jeher größer als die nach Pulverkaffee, was grundsätzlich natürlich auch gut für Starbucks ist. Auch das Wachstum im Röstkaffeemarkt ist deutlich stärker. Weltweit soll der Röstkaffeemarkt 2022 wieder einen neuen Höchststand im Umsatz erreichen und anschließend bis 2025 um 16% wachsen, was für einen derart großen Markt schon ein ganz gutes Wachstum ist. Generell sollen die Ausgaben pro Kopf weltweit für Kaffee um etwa ähnliche Werte steigen und auch hier soll 2022 wieder ein neuer Höchststand erreicht werden. Diese Steigerungen sind jedoch nicht unbedingt auf eine größere Nachfrage zurückzuführen oder auf mehr Absatz, sondern vielmehr auf steigende Preise für Röst- und Pulverkaffee. Dabei wird der Pulverkaffee sogar noch schneller teurer als der Röstkaffee. Das lässt auf steigende Rohstoff- und Logistikpreise schließen. Aber es heißt auch im Umkehrschluss eben, dass die Nachfrage auch nicht so dermaßen stark sinkt durch die erhöhten Preise, dass der Gesamtmarkt schrumpfen würde. Generell schätze ich Starbucks Expansionskurs positiv ein. Gerade in Regionen wie Indonesien und China liegen eben vom Kundenpotenzial her noch große Chancen. Gleichzeitig haben wir aber auch eben Regime dabei, die gegebenenfalls politische Einschränkungen vornehmen könnten, möglicherweise eben auch zugunsten von nationalen oder regionalen Konkurrenten. Und natürlich ist Starbucks auch davon abhängig, dass sich die Menschen in den neuen Regionen ihre Produkte auch leisten können. Rezessionen oder Wirtschaftskrisen könnten dazu führen, dass die Nachfrage nach diesen doch eher dem Luxus-Konsumsegment zugeordneten Angeboten nicht so stark wachsen könnte. Starbucks setzt hier mit eigenen Apps, eigenen Drive-In-Starbucks-Läden in verschiedenen Regionen und auch im Heimatmarkt zunehmend auch auf mehr Digitalisierung. Die hierzu vorliegenden Bestrebungen oder Berichte ordne ich persönlich jedoch nicht als besonders bahnbrechend ein, sondern sehe sie eher als durchschnittlich wichtig bzw. als normal an. In der Prognose vergebe ich daher 3 von 5 Sterne. Die Wachstumspotenziale sind allerdings auch bereits zum großen Teil in der Aktie eingepreist und wie wir an den Analystenschätzungen gesehen haben, werden sie eben auch in Form von stärkeren Kennzahlen erwartet. Aufgrund der starken Marke, den weltweiten Potenzialen und dem tendenziell wachsenden Markt sind die 3 Sterne allerdings gerechtfertigt. Steigende Rohstoffpreise und Logistikkosten sowie gegebenenfalls schlechtere gesamtwirtschaftliche Phasen könnten die Aktie aber belasten. In der Marktposition habe ich 4,5 von 5 Sterne für ihre starke Position als Fastfood-Marke vergeben. In den Kennzahlen gab es 3,5 von 5 Sterne, dank des starken Wachstums, aber bei einer eher schwachen Marge. In den Risiken staubte Starbucks dann 2,5 von 5 Sterne ab. Hier sollte man vor allem die neue CEO-Besetzung und den neuen Kurs des Unternehmens in den kommenden Monaten beobachten. In der Prognose gab es dann 3 von 5 Sterne, da der Markt zwar im Wachsen ist, jedoch nicht sonderlich überdurchschnittlich skaliert. Insgesamt erhalten wir dann einen Durchschnitt von 3,375 Sternen, den ich auf 3,5 Sterne aufrunde. Meine eigene Meinung, tatsächlich kann Starbucks aus meiner Sicht noch nicht als derartig feste Größe wie McDonald's eingeordnet werden, wenngleich sie trotzdem eine absolut starke Marktposition besitzen. Während McDonald's definitiv eher ein Value- oder Quality-Titel sein kann, zählt bei Starbucks zunächst vor allem auch das Wachstum. Ich glaube aber schon, dass die mittelfristig auch eher in die Value- oder Quality-Region kommen und dass das Wachstum, zumindest auch was die Region angeht, mittelfristig nachlassen wird. Wenn sie es dann oder besser im Vorfeld schon schaffen, ihre Margen zu verbessern und ihr Geschäft zu optimieren, ist sicher noch einiges an Wachstum im Kurs drin. Das aber dann vor allem langfristig, denn kurzfristig kann es hier eine Menge an Unruhen nicht nur durch neue und alte CEOs geben. Ob die Dividende so sicher ist, mag man phasenweise aktuell bei der Fremdkapitalquote bezweifeln können. Auf der anderen Seite steht hier eben so ein starker Markenkern, dass die Aktie langfristig möglicherweise ein sehr stabiler und krisenfester Wert sein wird, könnte, der langfristig eben ein typischer Dividendentitel wäre und der dem Depot Stabilität verleihen könnte, wie es heute vielleicht noch nicht so der Fall ist. Daher habe ich die Aktie neben Titeln wie Realty Income oder der Münchner Rück seit 2 Monaten in meinem langfristigen Aktiensparplan. Die Kursrücksetzer zuletzt kommen hier zu Beginn meiner Ansparphase bei dieser Aktie gerade recht, wenngleich die Sparsumme hier winzig ist im Verhältnis zu meinem ETF-Sparplan und die Aktie in meinem Depot langfristig in jedem Fall weniger als 2% ausmachen wird. Insgesamt sehe ich die Aktie also relativ positiv und das, obwohl die Aktie hier in meiner Bewertung mit 3,5, 5 Sternen eigentlich gar nicht so gut wegkommt. Die Starbucks-Aktie ist im Invesco US Consumer Discretionary Sector ETF und im Spider
S&P US Consumer Discretionary Select Sector ETF enthalten, die beide den S&P Consumer Discretionary Select Sector Index, also den Nicht-Basis-Konsumgüter-Aktienanteil des S&P-Index, abbilden. Hier besitzt Starbucks einen Anteil von ca. 3% und beide ETFs sind recht günstig, besitzen aber natürlich einen absoluten US-Fokus. Ein ähnlicher ETF von iShares, nämlich der iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector ETF, beinhaltet die Starbucks-Aktie ebenfalls mit ca. 2,4%. Xtrackers bietet mit dem Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary ETF ebenfalls einen ähnlichen ETF auf die USA an. Wer keinen so starken US-Fokus möchte, der kann auch auf einen MSCI World Consumer Discretionary Index setzen. Bei diesem besitzt Starbucks zwar nur 1,6% Anteil, dafür streut dieser ETF aber über die gesamten Industrienationen und hat keinen so starken US-Fokus, sondern besitzt hier nur knapp 71% US-Anteil. Zu diesem ETF habe ich vor einigen Monaten bereits eine ETF-Analyse gemacht, die seht ihr hier. ETFs gibt es hier von fast allen Anbietern wie iShares, Xtrackers, Luxor und Spider. Was haltet ihr von der Starbucks-Aktie? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Meine Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktie bzw. welchen ETF ich in der kommenden Woche analysieren soll. Wir sehen uns dann auch wieder. Bis dahin, bleibt gesund.